Das hier ist die ultimative Kaufberatung für den Porsche 992. Egal, ob du einen kaufen willst, über eine Anschaffung nachdenkst oder schon einen in deinem Besitz hast. Nach diesem Video weißt du genau, welches Modell wie ausgestattet sein muss und wie es für den Wiederverkauf am besten konfiguriert ist. Mein Name ist Niklas Röhrle von Röhrle Mobility und wir handeln jährlich Dutzende 992 und wissen genau, wo man hinschauen muss. Es ist hier keine technische Kaufberatung, sondern es geht wirklich darum zu schauen, welche Ausstattungsmerkmale sind wichtig, welche sind Pflicht und welche Konfiguration funktioniert am Markt am besten. Also auch wenn du schon einen Besitz hast, weißt du am Ende des Videos, wie viel er wert ist. Das hier ist Teil 1 unserer Kaufberatung, in der es um den Carrera, Carrera 4, den Carrera S, 4S und die GTS Modelle geht. In Part 2 sprechen wir dann über den Turbo, Turbo S, GT3 und GT3 RS. Ein Hinweis in eigener Sache: Wenn du einen 992 verkaufen willst oder einen schönen 992 suchst, egal welches Modell, von Carrera bis hin zum ST, dann klick doch den Link in der Videobeschreibung, besuche unsere Webseite und biete uns dein 992 an oder finde deinen Traumwagen dort. Also starten wir mit dem Carrera in der Basisversion und dem Carrera 4. Der 992.1 ist nicht ein einfaches Facelift des 991, er ist in jedem Bereich gänzlich neu. Wenn wir einmal in das Interieur schauen, haben wir schon das neue teildigitale Cockpit. Wir haben serienmäßig die 8-Gang-Automatik. Wir haben viele Sonderausstattungen, die im 991 aufpreispflichtig waren, aber heute im 992 Serienausstattung sind. Es hat sich wirklich viel getan, von Design über Technik, und hier gibt es echt Feinheiten, auf die wir achten müssen. Also starten wir mit dem Basis Carrera und eben auch der Einstieg in die 992-Welt. Der Carrera war verfügbar als Coupé, als Targa, als Cabrio und hatte eben 385 PS. Der Targa als kleine Seitennotiz wurde eben nur als Allrad angetriebene Variante ausgeliefert. Was ist jetzt wichtig? Kommen wir einmal zu den Farben. Es gibt verschiedene Farbpaletten bei dem Auto. Es gibt die Serien-Uni-Töne, die eben nicht aufpreispflichtig waren und im Übrigen modellübergreifend bestellbar waren. Dazu gehört Weiß, Schwarz, Indischrot und teilweise Racinggelb. Ja. Je nach Modelljahr hat es sich immer ein Stück weit unterschieden, was man dort bestellen konnte. Dann gab es die Serien-Metallic-Töne. Diese waren aufpreispflichtig, aber auch über die Modelle hinweg bestellbar. Als wichtigste Töne gibt es Carrara-Weiß, GT-Silber, Dolomit-Silber, Achatgrau, Tiefschwarz Metallic, Enzianblau und Aventuri Grün. Ja. Die beliebtesten Töne sind ganz klar Schwarz, Achatgrau und GT Silber. Damit könnt ihr immer sehr gut fahren. Dann gab es Sonderfarben, die auch aufpreispflichtig waren und modell- und jahresabhängig dann in unterschiedlichen Tönen verfügbar waren. Zum einen gibt es Kreide, es kam dann ein bisschen später, glaube ich ab 2022. Es gab Carmin Rot, ganz häufig beim GTS, oder auch Shark Blau, das wir dann auch vom GT3 kennen. Die vierte Stufe in den Farben sind die PTS-Töne, also die Paint-to-Sample-Farben, Farbe nach Wahl, die dann einen hohen Aufpreis hatten, über 10.000 €, wo man dann seinen Wunschton eben bestellen konnte. Welche Farben waren es beim Carrera verfügbar? Es war im Serienton war es Weiß, Schwarz, Indischrot und Racinggelb. Serienmetallic war Carrara Weiß, GT Silber, immer eine Farbe, die top funktioniert. Dolomit Silber, Achatblau, T-Shirts Metallic und Enzianblau. Sonderfarben haben wir vorher angerissen, Kreide, Carminrot und noch ein paar andere, je nach Modelljahr. Also, das zu den Farben. Was ist ganz wichtig für die Ausstattung? Beginnen wir mit der absoluten Pflichtausstattung. Und generell gilt, je tiefer wir in der Hierarchie sind, desto weniger Pflichtausstattungsmerkmale gibt es. Und je höher wir dann gehen, umso wichtiger werden dann viel Sonderoptionen. Beim Carrera haben wir festgestellt, immer wichtig, das erweiterte Lederpaket. Woran erkenne ich das? Belederte Armaturenbrett und Armaturenbrett sind eben die Merkmale, die da einem sofort ins Auge stechen. Dort muss eben Leder sein. Das wertet einfach den Innenraum um einiges auf und zeigt einen ganz klaren Unterschied. Ich habe hier keinen BMW M oder Mercedes AMG, die dann oftmals dann noch Kunststoff haben. In den 911 gehört einfach das Volllederpaket. Was ist noch wichtig? Soundsystem Bose ist, denke ich, klar. Eine vernünftige Soundanlage gehört in ein Auto, das eben immer sechsstellig kostet. Sportsitze, Vierwege empfehlen wir auch absolut. Die haben dann eben Lordosenstütze und verbreitete Sitzwangen, die dann einfach beim Fahren einfach ein Stück weit einen besseren Halt bieten. Große Räder sind auch wichtig. Ja. Der Carrera konnte dann mit dem Carrera S-Rad bestellt werden. Das ist dann die Mischbereifung von 21 Zoll auf der Hinterachse und 20 Zoll auf der Vorderachse hatte. Das ist die absolute Pflichtausstattung, die jeder Carrera oder Carrera 4
haben sollte. Welche Optionen sind jetzt optional? Dazu ist als allererstes zu nennen die Sportabgasanlage. Die erkennt ihr immer an der ovalen Geometrie der Endrohre. Die Standardanlage hatte eben so trapezförmige Optik und teilweise gab es dann noch die Sportendrohre in dem vierflutigen Look, aber die hat dann soundtechnisch nichts geändert, die hat nur eben ein anderes Design. Die Sportabgasanlage kann man wählen, ist aus unserer Sicht nicht Pflicht. Wieso? Der 902, also eine Kehrseite zum 991, hat allgemein keinen guten Sound und der wird auch mit der Sportabgasanlage nicht viel besser. Also nicht Pflicht, aber immer sehr begehrt. Sport-Chrono-Paket, weiteres optionales Extra erkennt ihr an der Uhr, die eben mittig auf dem Armaturenbrett angebracht ist, mit der man Rundenzeiten und so weiter stoppen kann. Dann Sitze, 14 Weg, Komfortsitz, der nicht ganz so eng ist wie der normale Sportsitz oder eben der 18-Wege Sportsitz sind ganz beliebte Merkmale, die so ein Auto unheimlich aufwerten, wobei der 18-Wege Sportsitz eben der Sitz ist, der dann ja am beliebtesten ist. Ansonsten finde ich, was wichtig ist, die Kopfstütze sollte mit dem Porsche-Logo geprägt sein. Das ist einfach so ein kleines Detail, aber macht optisch, ja, finde ich, extrem viel aus. Komfortzugang ist so ein Extra, das oft bei uns nachgefragt wird. 360-Grad-Kamera und im Coupé eben das Schiebedach, das gibt es sowohl in Glas- oder Stahlausführung. Ja. Wenn wir das Ganze mal kombinieren, eben die Pflichtausstattung und die optionale Ausstattung, dann kommen wir auch ziemlich schnell auf unseren perfekten Spec. Wie sieht der aus? Ja, generell beim Carrera nicht zu viel Ausstattung, nicht zu wenig. Meine perfekte Konfiguration wäre ein Carrera, ja, Coupé mit erweitertem Lederpaket, 18 Wegesitzen, Sportabgasanlage, Sport-Chrono-Paket, Komfortzugang, 360-Grad-Kamera und Glasdach. Ja. Wir haben vor kurzem hier einen 902 verkauft, der das fast perfekt abbildet und den zeige ich euch jetzt einmal. So, hier haben wir ein Beispiel, 902 Carrera Coupé, hier mit dem schönen Carrera S-Rad. Und wenn wir uns einmal die Ausstattung anschauen, dann sehen wir auf der Rückseite die ovalen Rohre eben für die Sportabgasanlage. Und wenn wir in das Interieur kommen, dann sehen wir hier die 4-Wege Sportsitze. Das Auto hat jetzt nicht das erweiterte Lederpaket, es wäre hier das i-Tüpfelchen gewesen. Es hat das Glasschiebedach, rote Gurte, es hat die Kopfstützen geprägt mit dem Porsche-Zeichen, sieht man hier nicht sofort. Er hatte 8000 Kilometer, was auch natürlich eine super Laufleistung ist. Bose Soundsystem, Chrono-Paket, ja. Arg viel mehr muss es dann beim 992 tatsächlich gar nicht sein. Wenn dich interessiert, wie ein Turbo S, GT3 oder GT3 S ausgestattet sein muss, dann klick unbedingt hier auf die Infokarte, denn hier blenden wir einmal unseren Teil 2 der Kaufberatung ein, wo es um diese Modelle geht. Kommen wir zum Carrera S und Carrera 4S. Wir gehen von 385 auf 450 PS. Es wird schneller, es wird ein bisschen breiter. Generell hat der Carrera S und 4S natürlich schon viele Merkmale als Serienausstattung, die beim Carrera Basis noch aufpreispflichtig sind. Was ist jetzt wirklich wichtig? Zunächst mal, der Carrera S hat serienmäßig die 20 und 21 Zoll Mischbereifung. Er hat größere Bremsen. Ja, es sind vorn beispielsweise sind es 350 mm Scheiben, wo der Basis-Carrera noch 330 mm hat. Er hat rote Bremssättel. Beim normalen waren die eben schwarz, aber unbeschichtet. Man konnte sie an Schwarz-Hochglanz dann eben dann optional mitbestellen. Was hatte er noch serienmäßig? PDK ist Serie. Wir haben Handschaltung optional bestellbar, gab es beim Basis-Carrera nicht. Wir haben mechanische Sperre und Sport-Chrono serienmäßig und auch das Sperrdifferential PVD Plus war Serie. Was ist Pflichtausstattung? Ganz klar, auch wie beim Carrera brauchen wir das erweiterte Lederpaket, muss unbedingt sein. Zum anderen Soundsystem Bose sollte es sein und im Gegensatz zum Basis-Carrera wäre ich hier mit den 4-Wegen Sportsitzen nicht mehr einverstanden, sondern hier sollten es schon die 14 oder 18 Wege Sitze dann sein. Gerne auch beheizbar und Sportabgasanlage ist, auch wenn sie keinen großen Mehrklang bringt, bei dieser Motorisierung ist es absolut Pflicht, sollte es haben und natürlich auch das Schiebedach. Kommen wir zur optionalen Ausstattung. Hier ist es so, definitiv mehr wie beim Carrera muss hier rein, 360-Grad-Kamera, Komfortzugang, Kopfstützen geprägt, Sitzbelüftung, Hinterachslenkung, ganz wichtiges Merkmal, Servolenkung plus, gerne InnoDrive oder eben den adaptiven Abstandstempomat.
Das i-Tüpfchen für mich ist das Sportdesign-Paket außen. An was erkenne ich das eben? Wenn ihr mal die Schweller anschaut, wir blenden hier mal ein Bild ein, die sind oft in diesem Hartplastik unlackiert und die kann man im Sportdesign-Paket dann eben in Wagenfarbe mitbestellen. Das lässt das Auto nochmal sportlicher, nochmal moderner, frischer, einfach ein Stück weit aggressiver aussehen und das ist etwas, das das i-Tüpfchen für mich ist bei beiden Motorisierungen hier. Optimaler Spec machen wir mal auch nicht so trocken, sondern gehen einmal auf zwei Beispiele, die wir hier bei uns im Bestand hatten. Einmal hier ein Carrera GTS Coupé und ein 4 GTS Cabrio. Also hier haben wir mal ein Beispiel, das sich super eignet. Carrera S in Dolomit Silber Metallic. Und schauen wir uns einmal an, was dieses Fahrzeug auszeichnet. Wir haben das Carrera S-Rad hier in schwarz. Wir haben die Sportabgasanlage, wo wir an den Endrohren erkennen, rote Bremssättel. Ist Serie, aber dennoch wirkt wirklich super schön auf dem Silber. Außenspiegel, Carbon-Oberschale in Carbon gehalten. Wir haben dann innen ein weiteres Lederpaket mit Kontrastnähen in Kreide und auch das setzt die Wertigkeit noch mal einiges nach oben. Wir haben die 14 Wege Sportsitze, wir haben das GT Sportlenkrad beheizbar. Wir haben die Kopfstützen hier schön geprägt, eben mit dem Porsche-Logo. Auch das einfach sehr, sehr wertig. Das PASM-Fahrwerk und dann auch das Chrono-Paket. Gehen wir mal auf weitere Merkmale noch. Ja, wir haben Sportdesign-Seitenschweller. Die seht ihr einmal hier, wo eben ja, der Schweller in Wagenfarbe lackiert ist. Dann haben wir noch die Hauptscheinwerfer in schwarz. Das ist dann eben hier der Ring. Wenn wir da mal ranzoomen, der äußere Ring hier ist in schwarz gehalten, der ist sonst eben dann in Silber, Grau, ist aufpreispflichtig und natürlich hier passend zu den schwarzen Kontrasten, sehr, sehr schön. Wir haben ein Soundsystem Bose und ansonsten eben auch noch ja, die Sportdesign, Außenspiegel, Schalen in Carbon gehalten. Super Spec, der immer gut funktioniert. Und gehen wir einmal noch auf einen 4S, den wir da haben, der sich auch ziemlich gut eignet, um einmal so ein gute marktgängige Konfiguration aufzuzeigen. Und das ist der hier. Das ist ein GT Silber Metallic und ihr seht schon hier an dem Rad, das ist das Turborad. Was hat er noch an Ausstattung? Er hat die 14 Wege Sportsitze, Sport-Chrono-Paket, Sportabgasanlage, Soundsystem Bose, GT Sportlenkrad, beheizbar. Die Sitze haben auch Sitzbelüftung, ist sehr beliebt beim Cabrio. Gerade in den Sommermonaten kann man dann nochmal das Auto ein Stück weit besser nutzen. Wir haben die Interiorpakete, die Ziernähte farblich abweichen, wie auch beim Carrera S, den wir eben gezeigt haben. Lichtdesign-Paket, 360-Grad-Kamera und vieles mehr. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben auch hier vorn die schwarzen Scheinwerfer, das Turborad und Sportabgasanlage. Sieht wirklich richtig schön aus. Das Auto hat auch Komfortzugang und jetzt hier die roten Nähte. 14 Wege Sportsitz hat immer auch noch die Memory-Funktion, die wir hier eben einmal sehen. Und ja, auch super gute Marketing-Kombination, die so einen perfekten Wiederverkaufs-Spec dann auch darstellt. Das war's zum Carrera S und 4S und jetzt gehen wir auf die GTS-Modelle. Eines ist klar, auch beim GTS haben wir wieder mehr Serienausstattung wie beim Carrera 4S und die wichtigsten Merkmale sind schon ab Serie da. Also ganz so viel Optionen muss man dann beim GTS gar nicht mehr wählen. So, der GTS ist für mich wirklich der Sweet Spot im 992 Line-Up. Er richtet sich an die wirklichen Enthusiasten. Wir haben das Zentralverschlussrad, an dem wir jeden GTS sofort erkennen. Und er ist eine gute Mischung aus Track-Orientierung, aber noch Alltagstauglichkeit, die dann beim GT3 dann ganz klar in Richtung rein track-orientiert umschlägt und das Auto in vielen Teilen nicht mehr nutzbar ist. Deshalb ist wirklich meine Empfehlung mit einem Budget von 150.000 bis 60.000 Euro, kauft einen GTS, der verknüpft einfach das Beste aus zwei Welten und das ist einfach das rundeste Gesamtpaket. Der GTS hat inzwischen 480 PS und das ist, wenn man mal zurückdenkt, Turboniveau, also der 997 Turbo hatte ja noch 480 PS in der Handschaltung, also in der Punkt 1 Variante und die sind wirklich für alle Bereiche vollkommen ausreichend. Ich war selbst schon auf der Rennstrecke mit dem GT3 RS und im Anschluss mit dem GTS und ich muss sagen, als durchschnittlich begabter Fahrer
hat man mit dem GTS wirklich ja, ein Paket, wo dann auch nur wenige Zehntel dann zwischen der Rundenzeit zu einem GT3 oder GT3 RS liegen. Der GTS hat vieles schon Serie, wie eben erwähnt. Er hat das Sport Chrono Paket Serie, die Sportabgasanlage, das PSM-Fahrwerk ist Serie und vor allen Dingen, er hat die große Turbobremse, die ja einfach nochmal besser zugreift, dann auch wie im Carrera S und 4S. Kommen wir zu den Farben. Was gab es dort serienmäßig? Was waren Metallic-Lacke und Sonderfarben? Also die Serienfarben sind gleich wie in der Palette beim 4S und S oder auch beim Basis Carrera und die Metallic-Töne auch. Wir haben ganz häufig eben die Fahrzeuge Tiefschwarz Metallic oder GT Silber Metallic sind sicherlich die zwei beliebtesten Farben, die es gibt, wobei die schwarze hier schon die marktgängigste ist. Schwarzes Auto, schwarze Felgen ist die Variante, die am häufigsten verkauft und gehandelt wird. Welche Sonderfarben gab es? Es gab die Hero-Farbe Pythongrün, die war, glaube ich, Modelljahr 21 oder 22, passend zum GTS Launch ist sie da mal kurz vorgestellt worden. Wir hatten dann als Sonderfarben Kreide und Karminrot. Karminrot ganz typisch für den GTS, gab es schon beim 991 häufig und Sharkblau dann bei späteren Modelljahren. Weitere Sondertöne waren je nach Modelljahr verfügbar, aber generell werdet ihr ganz viel Tiefschwarz-Metallic-Fahrzeuge sehen, Fahrzeuge ganz normal Tiefschwarz-Uni oder eben auch in Silbertönen. Ein wichtiger Hinweis noch, der GTS hat eben serienmäßiges PSM-Fahrwerk, das sehen wir auch optisch, denn das Ganze ist 10 mm tiefer wie das Standardfahrwerk im Carrera 4S. Dann hat das Fahrzeug serienmäßig noch das Sport-Design-Paket, wo eben alle erdenklichen Exterior-Parts dann auch in Wagenfarbe lackiert sind, vornehmlich eben Heckdiffusor, Frontdiffusor und Seitenschweller. Was ist absolut Pflichtausstattung? Eigentlich muss man sagen, hat der GTS alles schon serienmäßig, was Pflicht ist, da fehlt nichts. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, würde ich immer das Liftsystem nehmen. Gerade im Wiederverkauf gehen die Autos oftmals nach Frankreich, Italien oder auch nach Osteuropa und dort sind die Straßen nicht immer so gut wie bei uns. Wir haben die typischen Speedbumps und dort ist ein Liftsystem immer gern gesehen und teilweise auch für Käuferpflicht. Deshalb die Variante mit Lift ist sicherlich immer sehr begehrt. Was empfehlen wir optional? Ganz klar, 18-Wegesitze oder sogar Vollschalensitze kann man wählen. Vollschalensitze ganz gerne dann mit dem Leichtbaupaket. Dann haben wir so ein Stück weit ein trackorientiertes Auto. 18-Wegesitze ist dann irgendwo eine gute Kombination aus Track und Alltagstauglichkeit. GTS Interiorpaket, ganz begehrt, an was erkennt ihr das? Das GTS-Paket hat zum einen eben die Wangen außen in Leder, die Sitzmittelbahn in Alcantara und ist dann sowohl in Rot als auch Silber und Kreide verfügbar gewesen. Also rote Kontrastnähte, Kreide oder silberne Kontrastnähte, immer ganz beliebt. Man kann aber auch die Vollleder-Variante dann nehmen. Die sehe ich mehr im Cabrio, denn im Cabrio möchte man nicht unbedingt das Alcantara-Interieur, das wird dann schon recht heiß und gab es im Übrigen auch nicht mit Sitzbelüftung. Deshalb beim Cabrio vielleicht eher auf das Leder gehen und beim Coupé dann durchaus die Alcantara-Variante wählen. Was ist noch ein super Extra? Die Keramikbremsanlage PCCB ist dann das i-Tüpfelchen, mit der das Auto dann unglaublich gut bremst. Matrixscheinwerfer, 90 Liter Tank und Hinterachslenkung sind Merkmale, die man auch wählen kann. Ist aber alles nicht Pflicht. Machen wir das Ganze nicht so theoretisch, sondern gehen einmal auf unsere Website und schauen uns zwei perfekte Autos an. Und eine Sache möchte ich dann auch noch nachschieben an der Stelle. Die Zentralverschlussräder waren zwar serienmäßig bestellbar und auch nicht aufpreispflichtig, aber sie mussten auch angewählt werden. Teilweise wurde auch das Spiderrad bestellt, das dann eben mit der ganz normalen 5-Punkt-Verschraubung dann kommt. Und dieses Rad ist nicht beliebt beim GTS. Da würde ich euch nicht empfehlen, einen damit zu kaufen, denn der Enthusiast möchte einfach das Zentralverschluss und das ist einfach das Signaturmerkmal, das ein GTS auszeichnet. Hier haben wir jetzt einen Carrera 4 GTS in einer ganz guten Konfiguration, 18-Wegesitze, Liftsystem, Soundsystem Bose, 360-Grad-Kamera, Exclusive Heckleuchte, Interiorpaket Carbon ist eben beim GTS dann GTS-Paket serienmäßig mit dabei. Servolenkung plus Komfortzugang und ein paar weitere kleine Extras. Werfen wir mal einen Blick drauf. Hier T-Schwarz Metallic, schwarze Felge, rotes GTS-Paket, die Kombination schlechthin.
Und hier seht ihr einmal eben das Sportdesign-Paket, das dann serienmäßig ist. Und auch die Seitenschweller hier in Wagenfarbe lackiert. Ganz, ganz schöne Konfiguration. 18 Wegesitze, rote Kontrastläden im GTS-Interior-Paket. Perfekter Spec. Und das Ganze übertragen wir einmal noch auf die Coupé-Variante, die wir hier auch tatsächlich nur wenige Tage zuvor verkauft haben. Und die ist dann hier. Eben, wir haben ein Auto aus 2024 mit 6.000 Kilometern. Haben wir im Übrigen für 163.000 Euro verkauft. Heckangetrieben. Und hier 18 Wege Sportsitze, Liftsystem, Interiorpaket Carbon, Matrix LED-Scheinwerfer abgedunkelt, Vierradlenkung, Dachhimmel in Racetex, auch das ein Merkmal, das nicht Pflicht ist, aber nochmal einfach mehr Wertigkeit in den Innenraum bringt. Exclusive Heckleuchte, Surround View, 90 Liter Tank, GT Sportlenkrad, eben auch in Racetex und viele weitere kleine Details. Wie sieht das Ganze dann in echt aus? Einmal hier das Bild von vorn, von hinten, Sportabgasanlage serienmäßig, Glasschiebedach, 18 Wegesitze, hier ganz schön das GT Sportlenkrad, die Bose Soundanlage und auch das erweiterte Lederpaket. Sehr runde Konfiguration, die ebenso ganz häufig gekauft und gehandelt wird, wäre mein optimaler Spec bei einem 992 GTS. Der GTS markiert auch schon das Ende des ersten Teils unserer 992 Kaufberatung, den wir den Carrera, Carrera 4, Carrera S, 4S und GTS besprochen haben. Und in Part 2 geht es jetzt um den Turbo, Turbo S, GT3 und GT3 RS. Wenn dich also Part 2 interessiert, dann klick bitte hier, dort ist das Video verlinkt. Und wenn dich weitere Videos rund um das Thema Sportwagen, Kaufberatungen, Markttrends, Preisentwicklungen interessiert, dann klicke gerne hier auf unsere Playlist. Dort findest du weitere Videos oder schau einfach auf unserem Kanal vorbei. Ich freue mich schon auf Part 2 und freue mich, euch wiederzusehen.